Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Landratten. Ich grüße euch. Hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Heute stehe ich an der Elbchaussee, an der Himmelsleiter. Ja, das Ganze hat natürlich wieder alles eine Geschichte. Also erstmal ist da der Regen, der jetzt früher kommt, der wahrscheinlich in den nächsten 10 Minuten hier ankommen wird und dann wird hier ein schönes Regenband durchziehen. Deshalb habe ich auch ein bisschen Sparequipment aufgebaut, das heißt nur eine Kamera, damit ich das möglichst gut alles mit meinem Regenzeug schützen kann. Und dass ich hier oben stehe, ja, hat ganz einfach den Grund, dass ich hier einmal mit dem Auto sehr schön ranfahren kann, aber es ist einfach mal wieder eine andere Perspektive und wir haben Winter. Ihr kennt, oder der eine oder andere kennt zumindest hier die Location. Die Bäume wuchern nicht so hoch und wir haben einfach mal wieder eine ganz andere Perspektive auf das Schiff. Wir gucken hier auf auf Waltershof und sehen da hinten zwischen den Kranen, das müsste irgendwo die Gdansk Express sein. Und ja, wir sehen dann halt hier mal von oben so ein bisschen drauf, wenn sie dann um 22 Uhr ablegt. Ja, und das ist der andere Teil der Geschichte. Sie stand die ganze Zeit auf 23 Uhr. Vorhin habe ich mich noch ein bisschen ausgeruht. Tanja und ich haben noch eine Runde Netflix geguckt. Und ja, dann gucke ich irgendwann einfach noch mal in die Segelliste und dann steht da plötzlich 22 Uhr statt 23 Uhr. 23 Uhr hätte, glaube ich, vom Regen her sogar etwas besser gepasst als 22 Uhr. Aber nun, so ist das Ganze halt. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe den großen Schirm hier. Ich habe mein Regencape über dem Equipment. Und ja, ich wollte den Stream jetzt auch schon zeitig starten, denn wenn erstmal alles läuft, dann ist es halt einfacher, das abzudecken, als wenn ich dann noch hier zwischendurch an den Gerätschaften rumfummeln muss. Aber schön, dass ihr da seid. Ich freue mich schon total. Ich war lange nicht mehr hier oben an der Elbchaussee. Wir haben so ein bisschen den Nachteil, dass hier natürlich Autos hinter uns fahren. Das wäre um 23 Uhr auch schöner gewesen. Dann wäre wahrscheinlich schon weniger Verkehr. Aber so ist das halt. Dafür ist die Sicht natürlich von hier oben wirklich phänomenal. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass die Gdansk Express halbwegs pünktlich ablegt. 22 Uhr soll das losgehen. Und werden es von hier dann direkt beobachten können, ob da schon Bewegung drin ist. Ja, schön, dass ihr auch wieder so zahlreich dabei seid, obwohl das jetzt wieder so eine Holter-die-Polter-Aktion war. Also ich habe wirklich bis vor einer halben, dreiviertel Stunde überlegt, machst du das jetzt oder machst du das nicht. Aber dann dachte ich mir auch, was soll im schlimmsten Fall passieren? Dass ich nass werde. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oder wenn es zu schlimm wird, dass ich abbrechen muss. Also, einfach mal probieren. Das geht über Studieren. Asterix, ganz lieben Dank. 2 Euro Superchat. Einfach nur mal so, weil du dabei bist. Herzlichen Dank. Und Ergoline69 auf Twitch mit einem Ahoi und dem Prime Sub im 5. Monat. Danke dir. Ja, wer noch nicht so lange dabei ist, der kennt die Sicht vielleicht nicht. Wir haben hier quasi den Athabasca-Kai direkt vor der Nase. Hier liegen 2 CMA-CGM-Schiffe. Einmal hier rechts. Ihr müsstet mal nachgucken, welche das sind. Also eine davon ist wahrscheinlich die Rundale, die andere vielleicht die Mermaid, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe auch keinen Wesselfinder, also ihr müsst mir ein bisschen unter die Arme greifen. Und von hier gucken wir halt wunderbar auf den Athabasca-Kai. Im Hintergrund dann Waltershof. Die Krane sind auch eigentlich alle schon oben, soweit ich das sehen kann. Oder ist da im Hintergrund noch irgendwas? Einer scheint da irgendwie so schräg zu stehen. Ja, und dann haben wir natürlich hier auf der rechten Seite, sieht man das Eurogate und das ist dann die Hafeneinfahrt oder Waltershofeinfahrt und das ist der sogenannte Parkhafen. Das ist etwas, was man vom Bubendeiufer aus immer nicht sieht. Das ist hier dieser ganze Bereich, wo im Hintergrund jetzt auch noch ein Schiff liegt. Rundale und Mermaid, sagt der Rainer. Herzlichen Dank. Und genau hier muss halt die Gdansk Express raus. 5 Euro Regenzuschlag von dem Hendrik. Herzlichen Dank dafür. Burkhard haut auch noch. Ne, Burkhard ist seit 15 Monaten dabei und schickt mal ein Dankeschön
Herzlichen Dank für deine lange Treue. 15 Monate ist ja schon ordentlich. Ganz, ganz lieben Dank. Und Uwe Reul ist lässt 10 Euro Superchat da. Danke dir. Schauen wir mal, wie das alles jetzt so wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier ist die ganze Zeit irgendwie so eine Warnsirene zugange. Hört ihr die? Das muss irgendwo auf dem Terminal sein. Was das genau ist, kann ich euch natürlich nicht sagen. Andreas Westphal auch nochmal 2 Euro. Danke dir, Andreas. Danke, danke. Und Polianda schließt sich mit 5 Euro an. Wer war das denn? Ich kann euch nicht sagen, welches Schiff das war. Aber schön, dass hier schon wieder Action ist. Ja, Schlepper sind schon an der Gdansk Express dran. Polianda, 5 Euro, da war ich eben stehen geblieben. Herzlichen Dank dafür. Schön, dass ich dir heute mal in echt zuschauen durfte. Ach, du warst vorhin da. Ah ja, heute Nachmittag gab es ja schon einen Stream bei schönstem Wetter mit der Ever Aim. Der Nordlicht mit 11,99. Herzlichen Dank, der Nordlicht. Nur Paddy geht freiwillig zu dieser Stunde bei der Kälte raus. Ja, wisst ihr, das ist immer so ein Prozess. Irgendwie hat dieses Rausgehen bei dem Wetter immer so eine eigene Dramatik und Dynamik. Ich sitze zu Hause und überlege mir irgendwie, was man mal machen könnte. Und ja, dann gucke ich natürlich halt auf die Segellisten und so. Und dann guckt man raus und denkt sich, ach, was für ein Wetter. Irgendwie keinen Bock. Und irgendwie passiert es dann halt doch oft, dass ich rausgehe. Und ich sag euch, es ist jedes Mal hinterher, wenn ich nach Hause fahre, ist es so dieses Gefühl, ach toll. Du warst draußen, du hast es gemacht, du hast deinen Schweinehund überwunden, du hast es gesehen, du warst an der frischen Luft, du hast was Tolles erlebt, du hast den Zuschauern ein bisschen was geboten. Es ist jedes Mal ein gutes Gefühl, seinen Schweinehund zu überwinden. Steinkreuz ist seit 11 Monaten dabei auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank. Und die Barbara Steinscherer, auch schon seit 16 Monaten dabei. Danke, 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 Barbara. Matze mit 2 Euro Superchat. Bester Mann. Dankeschön. Und Oberweser verschenkt eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank dafür. Ich gucke mal, wie weit wir überhaupt reinkommen mit dem Zoom, damit wir dann da vielleicht auch sehen können, wenn sich dann irgendwas bewegt. Also die Gdansk Express müsste auf jeden Fall das Schiffchen sein, was wir hier durch diese ganzen Containerstapel sehen. Denn die Evergreen, die ist ja weg. Also insofern liegt da eigentlich nur ein Schiff aktuell. Zumindest in Waltershof. Im Vordergrund wird noch geladen an der CMA CGM. Kann ja auch ein bisschen drauf bleiben. Wird ja auch immer gerne geguckt, so ein bisschen laden und löschen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Irgendwie ist bei mir gerade ein bisschen mit dem Chat und mit der Anzeige ein bisschen was durcheinander. Aber ich hoffe, das fängt sich gleich wieder.
Also den Andreas Preuß habe ich gesehen. 2,49 lässt er da. Ganz lieben Dank, Andreas. Dann der Micha mit 2 Euro. Und lieben Grüßen. Herzlichen Dank, Micha. Anja Garlik ist seit 15 Monaten dabei. Der Bernhard 7 Monate. Thomas Seifert ist seit 16 Monaten dabei. Ganz lieben Dank. Und Renate lässt nochmal 2,50 Euro Schlechtwettergeld per PayPal da. Auch an dich ein dickes Dankeschön, Renate. Ja, ich habe hier so ein bisschen Sparflamme beim Setup, um das alles bei Regen schneller schützen zu können. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem und mir gehen nicht zu viele Sachen durch die Lappen. Ansonsten, wenn mal ein Dankeschön mir durch die Lappen geht, dann ja, ist das auf jeden Fall nicht böse gemeint. Und ich habe aber auch gerade irgendwie gesehen, ein Geburtstagshorn wird gewünscht für Asterix. Jo, Asterix, hast du heute Geburtstag? Ist das so? Irgendjemand hat sich für dich ein Geburtstagshorn gewünscht. Und auf jeden Fall alle, die heute Geburtstag haben, Happy Birthday, ihr Lieben. Semadin, 11 Monate, Dankeschön. Ja, irgendwie sind da Lichter ausgegangen bei der Gdansk Express. Das deutet auch darauf hin, dass es gleich losgeht, denn üblicherweise, wenn es losgeht, gehen die ganzen Lichter aus, weil man dann einfach besser in die Dunkelheit gucken kann. Schade immer für uns. Ich würde mir natürlich gerne ein paar mehr Lichter wünschen, aber naja, so ist das mal. Ach, Asterix hatte gestern Geburtstag. Naja, dann halt nachträglich. Dann halt einfach nachträglich. Na, bis jetzt noch kein Regen. Vielleicht geht ja Murphy's Law auch andersrum. Wenn ich darauf vorbereitet bin, hier alles Mögliche zum Schutz dabei habe, dann kommt nichts. Kann das sein, dass eine von den CMA CGMs auch noch rausgeht? Ich meine, da war auch noch eine für 22:30 Uhr. Asterix nochmal 2 Euro und er schreibt, es war gestern am Tag der Jogginghose. Die ersten Tröpfchen kommen.
Genau, Vega 2911. Ich stehe direkt an der Elbchaussee, hier an der Himmelsleiter. Das ist auch ja, der Nachteil, dass wir hier natürlich ein bisschen Autoverkehr haben, der natürlich von hinten etwas am Rauschen ist. Aber dafür haben wir hier einen sehr, sehr schönen Blick auf das Terminal, auf Waltershof, den Athabasca-Kai. Und werden gleich sehr schön gucken können, wie die Gdansk-Express hier rausfährt. Guck, passend zum Schiff kommt auch die Hapag-Lloyd-Fähre. Arthur meint, der nächste Regen 23 Uhr ist aber nicht viel. Also wenn das alles so bleibt wie jetzt und vielleicht sind wir ja bis 23 Uhr durch mit der Gdansk Express. Tony from Portugal ist da. Tony, welcome. And have a nice evening. 10 bucks from Tony. The Ever Aim stream was superb today. Thank you. And now another great stream. Ha. Wait. I don't know if it really will be a great stream, but we will see. But I hope that we will have a very nice view on the ship, a little bit from the top. So it's a different angle than we usually have on Bubendai-Ufer. Maybe I should think about once a month a special stream moderated in English, just to train my English. The problem is I don't speak English very often and I'm totally out of practice. Maybe it's an idea to have once a month an English speaking stream. Ja, das wird dann allerdings auch lustig für alle, die deutlich besser Englisch sprechen als ich. Your English is not from bad parents. Ja, wir machen dann ein English for Runways Stream. Ah, super ist auch das Englisch, das Denglisch hier. Anubis ist auch ganz weit vorne mit Denglisch. Where can I see when ships have the line los? Ach, Leute. Uwe lässt 15 € Tipp da per PayPal. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die tollen Aufnahmen. Wine Time. So, jetzt waren hier gerade noch mal Zeiten. Ach, Wookie hat es rausgesucht. OCL Rauma 2157 CTT und die Express Malhagen 2230 CTA. Okay, von den CMA CGMs war nix. Meine, ich hätte da eine für 22:30 Uhr gesehen. Ja, Otto als Stargast, das wär's natürlich. Der wohnt ja irgendwo in Blankenese.
Ihr habt das im Auge, sobald die Schlepper anziehen, oder? Ansonsten passiert hier gerade nicht viel. Bin ehrlich gesagt ganz froh, dass der Regen noch etwas auf sich warten lässt. Snooker fragt, ob ich häufiger mal AIS-Daten nutze, um Schiffe zu tracken. Ja, eigentlich ständig. Ich habe ja auch immer AIS, beziehungsweise irgendeine App, die AIS-Daten nutzt. Es ist nur immer so ein Getüdel mit zu vielen Geräten. Also irgendwie App gucken und ich kann die auch einblenden, die Karte mit dem Vessel Finder oder Marine Traffic. Aber viele von den Zuschauern gucken also auch immer parallel auf den Vessel Finder oder Marine Traffic und unterstützen dann so ein bisschen mit den Infos. Das macht es für mich in der Tat ein bisschen einfacher, als wenn ich an zu vielen Geräten tüdeln und basteln muss. Tanja schreibt es hier auch gerade, die Gdansk Express kommt danach nicht wieder nach Hamburg. Das hatten wir jetzt in den letzten Streams leider schon ein paar Mal thematisiert. Die ganzen Neubauten von Hapag-Lloyd, die ganzen 400 Meter Hamburg Express-Klasse werden alle umgeroutet, gehen alle nach Wilhelmshaven und Bremerhaven. Der Grund dafür ist die neue Allianz mit Maersk und die haben einen Hub, einen Europa-Hub gebildet, der besteht aus den Häfen Rotterdam, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Ja, da ist Hamburg leider nicht dabei, was sehr, sehr schade ist. Und jetzt in den kommenden Monaten werden das hier so die letzten Anläufe sein. Die Gdansk Express hatte jetzt noch einen richtigen Erstanlauf, war das erste Mal hier, ein nagelneues Schiff. Ist ja wann ist sie gekommen? Vor 4 Tagen oder so. Verlässt Hamburg, werden wir erstmal nicht wiedersehen. Für Sonntag hat sich, glaube ich, die Berlin Express angekündigt. Mal gucken, wann die dann wirklich kommt. Ich glaube, die Hamburg Express kommt noch mal, die Manila Express kommt auch noch mal. Und dann war es das irgendwann. Und die Gdansk Express, da hatten wir auch das große Glück, dass wir am Sonntagabend da eingeladen waren auf ein kleines Happening mit der Crew. Durften Tanja und ich noch eine kleine Tour machen über das Schiff. Ja, und insofern hat man dann natürlich auch so eine gewisse Verbundenheit mit der Crew und mit dem Schiff. Und deshalb wollte ich natürlich mir das auch unheimlich gerne nochmal angucken, wie sie rausgeht. Sabine meint, dass VB rasant so aussieht, als ob er anzieht. Ich kann ja mal rüberschwenken, gucken, ob wir irgendwas erkennen. Die haben leider echt gut das Licht ausgemacht. Mal gucken. Ah ja, da sehen wir aber das Schiff so ein bisschen durch die Krane durch. Wenn ihr genau hinguckt, ihr müsst gar nicht genau hingucken, ihr habt ja größere Bildschirme als ich hier. Future Lady im 6. Monat mit dem Prime Sub dabei. Future Lady, ganz lieben Dank. Und Silent Pain mit einem neuen Prime Sub. Silent Pain, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ja, mit dem Wetter ist das echt komisch. Also nach meinem Regenradar hätte jetzt hier pünktlich um 9:15 so ein Regenband über mich hinwegziehen müssen. Das ist jetzt auch nicht gekommen. Ich gehe mal ein bisschen raus mit dem Zoom. Dann haben wir im Vordergrund noch den Kran, der an der CMA CGM ist. Welche ist denn das hier im Vordergrund? Ist das die Rundale oder ist das die Mermaid, auf der ich jetzt gerade drauf bin? Ach, guck mal, Peter ist auch da. Ja, Peter und Sandra hatten auch das große Glück, dass sie eine Führung über die Gdansk Express bekommen haben. Und für die beiden war es das erste Mal an Bord. Ich glaube, wenn man das erste Mal an Bord von so einem Containerschiff ist, das ist wirklich extrem überwältigend.
Andreas schickt 11,99 Superchat. Er sagt, halt die Kamera bereit, die Skala kommt gleich. Momentan kurz vor Brunsbüttel. Leute, ihr habt ein etwas komisches Zeitempfinden, Andreas. Aber herzlichen Dank. Wo wurde die Gdansk gebaut? Die wurde, glaube ich, gebaut in Korea, Südkorea. Den Namen der Werft habe ich schon wieder vergessen. Ja, ihr könnt auch mal bei Peter auf dem Instagram-Account gucken. Peter hat, glaube ich, fotomäßig ist er ein bisschen eskaliert. Ich habe keine Fotos gemacht, als wir an Bord waren, weil ich das ja alles schon sehr oft gesehen habe. Aber Peter, der hat natürlich Vollgas gegeben. Schaut mal gerne bei ihm auf dem Instagram-Account, Foto Dreischoff. Da gibt es ein paar Impressionen. Achtung, Nase zu halten. Noch tut sich nichts. €10 Superchat kommt von Volker nochmal. Ahoi in die Runde. Im Nachtmodus gibt es keinen WhatsApp-Klingelton vom Handy. Und so bin ich nur zufällig hier. Ja, wenn ihr natürlich die Handys dann abends irgendwann auf Bitte nicht stören stellt, dann kann ich da auch nichts für. Ja, das mit dem Nase zuhalten ist mittlerweile so ein kleiner Running Gag. Eigentlich sollte es heißen, bitte Ohren zuhalten, wenn ich mir die Nase schneuze. Aber da ich mich ja gerne mal verhaspel beim Sabbeln, habe ich irgendwann mal gesagt, bitte Nase zuhalten. Und seitdem sage ich das irgendwie immer. Moin Lesjan, schön, dass du auch wieder da bist. Und der Hessenblitz verschenkt 5 Mitgliedschaften auf YouTube. Herzlichen Dank. Jetzt muss ich selber mal einen Moment auf den Bildschirm starren und mal gucken, ob sich da irgendwas bewegt bei den Containern im Hintergrund. Also nicht der im Vordergrund, der da geladen und gelöscht wird. Die Gdansk Express ist ja im Hintergrund. Ja, das Paddyhorn, genau. Genau, das Paddyhorn. Das ist ehrlich gesagt im Moment mein größtes Handicap, dass meine Nase immer so läuft in der Kälte. Ich neige immer dazu, dann alles hochzuziehen, aber das soll man ja nie machen. Aber das soll man ja nicht machen.
So, geht das denn jetzt hier mal gleich los? Ihr wisst, ich bin der ungeduldigste Mensch auf Erden. Eigentlich ist es mit den Schiffen gar nichts für mich. Ich hätte auch eher bei den Planespottern landen sollen, da ist viel mehr Action. Aber ihr fragt, ob die Elbe bei Hamburg reines Süßwasser hat oder auch Salzwasser. Also hier in Hamburg ist das alles Süßwasser. Draußen Nordsee haben wir natürlich Salzwasser und dann gibt es einen Bereich, der zieht sich, glaube ich, über eine Strecke von knapp 30 Kilometern hin, wo man dann das Mischwasser hat. Wie nennt sich das nochmal? Ist das Brackwasser? War das Brackwasser oder habe ich da schon wieder einen Dreher drin? Wo auf jeden Fall immer noch Salz dann auch in der Elbe ist und dann nach und nach abnimmt. Hier in Hamburg kommt dann aber nichts mehr an von dem Salz. Tobi schreibt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Ich bin komplett ausgeglichen. Gerade hängt mein Chat-Tool mal wieder ein bisschen. Ah, jetzt kommt's wieder. Jetzt kommt's wieder. Ah, ihr bestätigt das. Brackwasser ist richtig. Flo fragt, ob auch Sitas-Schiffe vor Ort sind. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da müsstet ihr auch mal ein bisschen helfen und mal auf den Hafenplan schauen, ob hier irgendwas an Sitas-Schiffen ist. Und der Matthias hat nochmal eine Info. Unter Brackwasser versteht man See- oder Meerwasser mit einem Salzgehalt von 0,1 bis 1%. Dann ist das wahrscheinlich halt genau das Wasser, was vom Salzgehalt deutlich abnimmt. Und ich meine, mal gelesen zu haben, dass das so eine Strecke von knapp 30 Kilometern ist. Noch in die Elbmündung rein. Muss ich mal Malte irgendwann fragen, ob er nicht mit mir zusammen mit seinem Kanu eine Tour über die Elbmündung macht und wir einfach mal gucken, wie weit wir noch den Salzgehalt schmecken können. Kai Lehmann ist jetzt bei uns ein neues Mitglied auf der Speicherstadt. Kai, herzlichen Dank dafür. Und Big Kai meint, irgendwas bewegt sich da. Okay, ich zoome noch mal rein. Und wir schauen mal, ob sich denn da die Gdansk Express im Hintergrund langsam bewegt. Also ich würde sagen, da ist ganz leicht Bewegung drin, oder? Wenn man den Schriftzug nimmt, ziemlich genau in der Bildmitte ist ja dieser Schriftzug. Da steht ja irgendwas mit Cleaner Shipping for Cleaner Future oder so ähnlich. Und ich meine, da würde Bewegung drin sein. Ja, Obacht, Chat vergisst nicht. Ganz genau. Aber wenn sie dann einmal in Bewegung ist, dann geht es auch rucki zucki.
Ah, kreativ Andi meint, es könnte auch sein, dass der Kran sich bewegt. In der Tat. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, nun, dann gucken wir halt, wie hier die Container auf die, jetzt habe ich schon wieder vergessen, welches Schiff das war. Die Rundale ist es, glaube ich, im Vordergrund. Da tut sich noch nichts, meint ihr, ja. Vielleicht haben sie ja einfach auf 22 Uhr geändert, die Zeit, und dann ist das beim Lotsen nicht angekommen oder so. Ich soll mal einen Schwenk auf Judith machen. Wo ist denn Judith eigentlich? Ist Judith hier? Ist das Judith? Genau, Judith hatten wir doch heute Nachmittag. Guck mal, im Hintergrund die Kölbrandbrücke. Auch ein ganz schönes Bild. Doch ein bisschen Verkehr auf der Kölbrandbrücke, trotz der Uhrzeit. Ach Leute, jetzt hat das so gut mit dem Wetter geklappt und die Gdansk Express kommt nicht in die Pötte. Und was haben wir da? Das könnte ein Saugbagger sein hier im Vordergrund. Da ist dann allerdings in die Richtung ein bisschen Gestrüpp vor. Da müsste ich dann nochmal die Baumpfleger anhauen, die ja heute Morgen oder heute Mittag im Rüschpark waren, wo ich dann leider den Standort wechseln musste, weil das echt zu laut war. Chillout verrückt live. Kommt rüber mit 48 Raidern. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Tobi, ein Quiz habe ich jetzt für heute nicht vorbereitet, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, dass es hier eine relativ flotte Nummer wird mit dem Stream. Gerade weil es halt auch wettermäßig so ein bisschen wackelig war. Deshalb habe ich leider kein Quiz vorbereitet. Volker schickt nochmal 2 Euro Superchat. Dankeschön. Und er meint, Gdansk und Rundale, beide noch Status moored, festgemacht. Ja. Wahrscheinlich fahren gleich die Schlepper wieder nach Hause und die Gdansk Express bleibt einfach noch eine Nacht. Wenigstens kann man von hier ein bisschen was sehen. Wenn ich jetzt am Bubendai-Ufer stehen würde, dann ja, guckt man die ganze Zeit ins Dunkle. Aber dafür kommt von rechts eine pinke Fähre, die Neuland, die One. Schleicht sich von rechts ins Bild. Kleinen Moment dauert es noch, obwohl ich kann da mal rüber. Muss ich ein bisschen durchs Gestrüpp filmen. Da ist sie doch. Wie mache ich denn das jetzt fokusmäßig?
dass ich da mal irgendwie durchkomme. So. Guck mal, was sie für eine schöne Welle hinter sich herzieht. Oh, Lesjan meint, das Auslaufen ist auf 23 Uhr verschoben. Ja, hä, das ist aber komisch. Das stand die ganze Zeit auf 23 Uhr, wirklich. Und irgendwann um 20 Uhr habe ich nachgeguckt bei Ahala. Und dann stand 22 Uhr drin. Deshalb bin ich dann auch relativ flott los. Und deshalb stehe ich hier auch schon, weil ursprünglich war ich auch von 23 Uhr ausgegangen. Herr Dosenbier meint laut Hala immer noch 22 Uhr. Ja, wer weiß, wer da wieder mit der Excel-Tabelle Murks gemacht hat. Vega fragt, welche Fähre das ist. Das ist die Neuland. Das ist die erste von den neuen Hybridfähren. Mittlerweile gibt es 2, die im Einsatz sind. Andere ist die Finkenwerder. Auf nix ist Verlass. Sie bewegt sich, meldet ihr. Tatsächlich. Naja, so ist das halt. Der eine sagt 22 Uhr, der andere sagt 23 Uhr. Nehmen wir einfach die Mitte. 23:30 Uhr. 22:30 Uhr. Namasti kommt mit 20 Raidern rüber. Moin. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwo, also das hier müsste eigentlich, das müsste die Back sein, wenn wir hier so durchgucken. Da ist der Vormast. Ja, da sieht man es. Da sieht man jetzt auch gut, dass Bewegung drin ist. Jetzt legt er einen Hebel auf den Tisch. Aktuell mit 2 Kapitänen besetzt. Der Kapitän, der sie hergebracht hat, der Andreas Köppel, der fährt jetzt noch bis Southampton mit. Und sein Ablöser ist schon da. Die fahren aber eine Zeit lang gemeinsam, machen halt Übergabe, dann haben die ein paar Tage Zeit. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo den Instagram-Account von dem Kapitän, der sie hergebracht hat. Das wäre doch mal eine lustige Nummer, wenn ihr den mal ein bisschen überfallt. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken.
Profil-URL kopieren. Ich poste euch mal den Link zu dem Instagram-Account von dem Andreas Köppel, dem Kapitän, rein. Falls ihr Lust habt, folgt dem doch einfach mal. Vielleicht ist das ja lustig. Wenn er plötzlich ein paar neue Follower bekommt und absolut keine Ahnung hat, wo die herkommen. Ja, ich glaube, das gibt gleich ein schönes Bild, wenn die hier rauskommt. Dann haben wir nämlich wirklich freien Blick auf das Schiff. Dauert dann nicht so ewig lange, wir können nicht lange hinterher gucken. Das ist wiederum der Nachteil an diesem Spot. Aber dafür ist der kurze Blick, glaube ich, umso schöner. Ah, ihr seid immer noch bei dem Englisch. Ja, ich muss mal überlegen. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, den ganzen Stream in Englisch zu moderieren. Das wäre allerdings eine schöne Challenge für mich. Einfach, um mal wieder ein bisschen Übung reinzubekommen. Eigentlich bräuchte ich dafür aber Unterstützung. Bräuchte ich eigentlich jemanden, der mir ein bisschen behilflich ist. Denn sonst lerne ich es ja nicht. Das Problem ist halt, mir fehlen die Vokabeln. Wenn man halt nicht ständig Englisch spricht, dann ja, sind halt unheimlich viele Begriffe irgendwann weg. So, jetzt gerade ist irgendwie ganz schlecht was zu sehen vom Schiff, oder? Bin ich blind. Da kommt sie, da kommt die Bug. Dieses orange Schild mit dem Schriftzug. KM sagt, da müsste der Chat aber auch in Englisch sein, ja. Also der Kanal soll natürlich deutsch bleiben, gar keine Frage. Aber so hin und wieder mal als Special, warum nicht? Warum nicht? Seimöwe scheiß drauf, verschenkt noch ein Sub bei Twitch. Herzlichen Dank dafür. Da kommt das Schiff. Jetzt können wir auch so langsam erkennen, dass da wirklich ein Schiff kommt. Herr Marco sagt, und deutsche Untertitel. Ja, das Problem ist, dass man die Untertitel immer erst hinterher generieren kann. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Hatte ich eigentlich den Johann, der seit 11 Monaten auf dem Fischmarkt ist. Herzlichen Dank dafür. Und der Bernd Reichle ist jetzt ein neues Mitglied bei uns. Auch auf dem Fischmarkt. Bernd, ganz lieben Dank dafür. Habe ich leider eben übersehen. Sorry für die Verspätung. Wenn ich auf Englisch das mache, dann muss ich den Toni ans Telefon holen. Dann muss er das mit mir gemeinsam moderieren.
Tony, if I really do a stream in English, I have to call you in the stream and you have to help out with my English and the moderation. Sagt man eigentlich Moderation, Moderation? Klingt irgendwie auch komisch. Da kommt aber erstmal die Gdansk Express. Da. Ein schönes Schiff. Und ich sag euch, das ganze Schiff riecht noch nach Farbe. So nagelneu. Muss ich mal gucken, ob ich da noch ein Foto auf die Reihe bekomme. Ich habe hier nur alles so zugebaut. Der Dude fragt, ob das Schiff seine erste Fahrt macht. Ja, in der Tat ist sie quasi auf Jungfernfahrt. Also jetzt zum ersten Mal in Hamburg gewesen, kommt frisch aus der Werft und ist jetzt quasi auf dem Rückweg. So, Kamera parat. Oh, guck mal, was das für ein schöner Blickwinkel ist, wenn die hier um die Ecke kommt. Leute, wenn das nicht eine tolle Perspektive ist. Achtung, Nase zu halten. Odifixi ist mit einem neuen Prime-Sub auf Twitch dabei. Herzlichen Dank und willkommen an Bord. Mike ist auch wieder da, geht aber jetzt ins Bett. Hansi wünscht gute Nacht. Gute Nacht, ihr beiden, und danke für die 2,49. Strahlberger schickt ein Moin und verlängert seinen Sub auf Twitch. Danke dir vielmals. Johannes, seit 16 Monaten dabei. Toller Stream, sagt er. Danke für 16 Monate. Ja, also die Perspektive, guck mal hier, von hier oben auf das Schiff, das ist schon echt toll. Ist halt hier auch etwas erhöht oben an der Elbchaussee. Und das Schöne ist natürlich, dass man jede Menge Licht drumherum hat. Denn die Containerschiffe sind ja alle immer nicht so dolle beleuchtet. Aber hier hat man halt das Terminal. Und deshalb ist das Bild drumherum nicht einfach so schwarz. Und Wolwig möchte mir noch die korrekte Aussprache für Gdansk beibringen. Ja, auf Polnisch. Vielleicht sollte ich einfach Danzig Express sagen.
Aber in der Tat wäre das, glaube ich, ganz gut, mal zu wissen, wie man das wirklich richtig ausspricht. Also mit dem Namen tue ich mich echt schwer. So, erstmal mein Foto gemacht hier. Ja, genau, ihr schreibt es gerade, die ist auf dem Weg nach Antwerpen. Marcel ist auch seit 16 Monaten dabei. Danke dir, Marcel. Der schreibt großartige Perspektive. Ja, das ist echt, also das ist wirklich schön. Und Schiffe sind hier halt auch noch relativ langsam. Irgendwann im Frühjahr wird es dann aber schwierig, denn dann, wenn hier die ganzen Bäume und das Gestrüpp dann die Blätter trägt, dann kann man hier echt kaum noch was sehen. Übrigens, ich sehe gerade, dass hier im Chat es ein bisschen um die Löschmonitore geht. Geht mal auf den Hapag-Lloyd Instagram-Account. Da gab es heute ein kurzes Reel von der Hamburg Express, die eine Firefighting-Übung gemacht hat. Und da sieht man die Löschmonitore von der Hamburg Express in Aktion. Schnulli meint, ich wollte das doch absägen. Nee, lieber nicht. In Hamburg haben wir eine ganz strenge Baumsatzung. Also wenn du hier den falschen Baum fällst, da bist du mit einem Bein im Knast. Johannes schreibt, man spricht es Gedeisk. Johannes, das kann ich auch nicht aussprechen. Gedeisk. Ach, bin ich froh, wenn die Berliner Express wieder kommt.
Lotsenpforte ist auch auf. Das ist das kleine Licht jetzt unten links im Bild. Und ich glaube, da wartet auch jemand. Na, ja, genau, in der Lotsenpforte. Da wartet jemand auf den Lotsenwechsel. 9 Monate ist die Moni dabei. Dankeschön, Moni. Und sie schickt auch nochmal ein Dankeschön für die Streams an das ganze Team. Ich schwenke nochmal rüber. Und hier sind wir jetzt natürlich so ein bisschen durch die Büsche. Ja, hier haben wir jetzt natürlich sehr, sehr viel schwarze Fläche. Aber dafür haben wir ein bisschen Spiegelung im Wasser. Acht Monate Reeperbahn, der liebe Peter. Mit Grüßen von der Oberweser. Ich glaube, der vordere Schlepper, der hat schon losgemacht. Zumindest kommt hier gerade ein Schlepper zurück. Ich will nochmal hier so ein bisschen aufs Heck gehen, da sieht man wenigstens noch ein bisschen was. Und zum Abschied gab es noch mal ein Horn. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Sehr cool. Mensch, bei der Ankunft und bei der Abfahrt. Da wäre jetzt natürlich wieder Bubendei-Ufer besser gewesen vom Sound her. Hätte Fahrradkette. Vega fragt, ob wir manchmal auch Lühe-Anleger sind. Nee, bisher waren wir Lühe-Anleger noch nicht. Besonders schön von hier oben ist auch, wenn ein Schiff kommt, weil das dann direkt hier unten vor der Kamera gedreht wird. Aber ich hoffe, das war jetzt auch mal ganz eindrucksvoll aus dieser Perspektive, auch wenn es natürlich nicht ganz so lang ist, beziehungsweise wir nicht so lange auf das Schiff gucken können wie unten vom Bubendei-Ufer oder vom Rüschpark. Frauke ist seit 12 Monaten dabei. Dankeschön. Und sie sagt, was für ein geiles Heck. Okay, Frauke, okay.
Und ihr habt noch die Express Mulhaken oder Mulhaken entdeckt. Die kommt jetzt gleich von links. Da kann ich auch direkt drüber schwenken. Die sehe ich nämlich hier schon durchs Gestrüpp. Vega fragt, wie lange ich noch live bin. Vega, wahrscheinlich jetzt nur noch dieses eine Schiff, was von links kommt. Denn es kommt gleich irgendwann Regen. Also toi toi toi, das hat schon echt extrem gut jetzt geklappt hier mit dem Wetter. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich nass werde. Habe hier einen großen Schirm stehen. Die große Abdeckung über dem Setup. Aber bisher alles gut. Hikeman39, ganz lieben Dank für das Lob. Ja, und da kommt noch die Express Mulhaken. Spricht man das wenigstens so aus? Aber auch eine dunkle Geschichte, das Bötchen. Boah, ist das dunkel, das Schiff. Aber eine coole Silhouette, oder? Taco fragt auch schon, wo der versprochene Regen ist. Hallo? Fordere es nicht heraus. Gigi der Wahnsinnige schickt auch nochmal 2,49 für fantastische Bilder. Ich bedanke mich vielmals. Vega fragt, ob wir morgen wieder live sind. Ich kann dir das nicht sagen. Ist immer vom Wetter und vom Schiffsverkehr abhängig. Meistens fällt die Entscheidung, ob wir streamen, immer erst ein paar Stunden vorher. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Gdansk-Express werden wir jetzt leider hier in Hamburg erstmal nicht wiedersehen. Geplant ist da nichts. Am Sonntag dann die Berlin-Express, wenn es bei Sonntag bleibt. Die Erfahrung zeigt, dass ich das auch noch mal verschieben kann, alles. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Jetzt mal hier aus dieser Perspektive. Ich hoffe auch, dass die Straße nicht zu nervig war mit dem Autoverkehr im Hintergrund. Und ja, toi toi toi, Glück gehabt mit dem Regen, der nicht kam. Und da ich mein Glück auch nicht herausfordern will, sage ich jetzt mal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung im Chat. Danke auch, dass ihr mich wieder unterstützt habt mit Informationen. Danke auch für die ganze monetäre Unterstützung, für die ganzen Spenden, für die Mitgliedschaften, für die Bits und für die Subs. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an unsere Moderatoren. Ach, da hinten gibt es noch ein Horn. Ja, der Kapitän ist gut drauf. Am Rüschpark hinten
gibt es auch noch mal ein Horn. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Stream.